Ich bin die Mutter, die spricht. Mein Sohn lebt mit einer Suchterkrankung. Mein Sohn war seit Wochen wegen seiner Suchterkrankung in einer Klinik. Ich hatte mich an diesen Zustand gewöhnt, an die vorsichtige Stabilisierung. Dann kam sein Klinikaustritt 4 Tage früher als geplant. Trotz Wochen vorsichtiger Stabilisierung fühlte sich das nicht wie der Schritt an, den ich erwartet hatte. Ich erfuhr über meinen Ex-Mann, dass sein Austritt unfreiwillig war. Er rief mich an und sagte, dass unser Sohn bei ihm sei. Er stellte das Telefon auf Lautsprecher, damit wir zu dritt reden konnten. Ich war erstaunt und erschrocken, versuchte aber gleichzeitig konstruktiv zu bleiben. Mein Ex-Mann erklärte mir kurz, weshalb der Austritt erfolgte. Unser Sohn trug in der Klinik unerlaubterweise eine Tablette Diaphin auf sich. Diaphin ist synthetisch hergestelltes Heroin. Jemand hatte ihn gemeldet. Sein Zimmer wurde daraufhin durchsucht. Ein solcher Regelverstoß führt automatisch und sofort zum Austritt. Ich war überrascht und auch enttäuscht. Ich zeigte das meinem Sohn aber nicht, ließ ihn erzählen. Er erzählte, dass der Arzt im ambulanten Zentrum ihm Komplimente gemacht habe, weil er den Konsum stark reduzieren konnte. Das hat meine Enttäuschung relativiert, weil es das halb volle Glas gezeigt hat. Manchmal sehe ich nur das halb leere Glas. Einige Tage später holten mein Sohn und ich seine restlichen Sachen in der Klinik. Wir warteten auf seine Bezugsperson. Es kam zu einem weiteren Missverständnis. Er war am Montag ausgetreten und hat mir gesagt, dass das schon lange geplante Angehörigengespräch am Donnerstag trotzdem stattfinden würde. Ich dachte, das sei sehr nett, war aber skeptisch. Da wir aber ohnehin hingehen mussten, spielte es keine Rolle. Die Bezugsperson erklärte uns dann, dass das Gespräch nicht stattfinden könne. Er sei ja bereits ausgetreten. Ich war darauf vorbereitet und trotzdem war ich enttäuscht. Mein Sohn hatte über mehrere Wochen um einen Termin für ein Angehörigengespräch gebeten. Es dauerte sehr lange, bis eines fixiert werden konnte. Nicht wegen mir, ich war flexibel. Es scheint einmal mehr, dass Angehörigengespräche nicht konsequent angeboten und durchgeführt werden. Flyer hängen an der Wand. Aber wenn sie nicht gelebt werden, nützen sie wenig. So gehen viele Ressourcen verloren und Chancen. Bei diesem kurzen Treffen empfahl ihm die Bezugsperson, sich gleich für den 2. Aufenthalt anzumelden. Mit einem fixen Datum, das er selbst bestimmen könne. Er wollte das nicht. Er sagte, er melde sich, wenn er soweit sei. In diesem Moment musste ich mich zurückhalten. Natürlich hätte ich mir einen fixen Termin gewünscht. Dachte dann aber auch, ein fixer Termin bedeutet nicht automatisch, dass er ihn auch wahrgenommen hätte. Wir hatten übrigens einen Plan gemacht, wo er die Zeit zwischen den Aufenthalten verbringen würde. Er wollte nicht direkt ins betreute Wohnen zurück. Dort konsumieren mehrere Bewohner. Diese Idee fand ich vernünftig. Geplant war, dass er zwischen meinem Ex-Mann und uns pendeln würde. Leider waren mein Ex-Mann und ich zur gleichen Zeit in den Ferien. Wir fanden eine Lösung. Er konnte für 2 Wochen bei meinen Eltern leben. Danach ging er für fast 11 Wochen zu seinem Vater. Bei mir war er nur kurz zu Besuch. Diese Phase verschaffte mir eine große Entlastung. Besonders freute mich, dass mein Sohn wieder mehr Kontakt zu seinem Vater hatte. In den letzten Jahren war dieser Kontakt sehr schwach gewesen. Nicht schlecht, aber selten. Früher gab es Phasen mit vielen Konflikten. In dieser Zwischenzeit verlief alles ruhig. Mein Sohn ging mit einer guten Einstellung zu seinem Vater. Er wusste, was ihn erwartet
und war bereit, sich darauf einzulassen. Zumindest für diese Zeit. Es ist nicht einfach, als Erwachsener zu den Eltern zurückzukehren. Als Mensch mit Suchterkrankung muss es noch viel schwieriger sein. Er war an wenig Strukturen und Regeln gewöhnt. In diesen Wochen brauchte er somit sehr viel Selbstkontrolle. Irgendwann reichte sie nicht mehr für alles. Es wurde schwieriger zwischen den beiden. Für meinen Ex-Mann war es insgesamt eine anstrengende Zeit, aber mein Sohn blieb bis zum Neueintritt bei ihm. Darauf angesprochen, sagte mein Sohn, dass es ihm wichtig war, seine Fortschritte zu bewahren. Er sagte, früher wäre er bei Konflikten nicht geblieben. Er wäre direkt ins betreute Wohnen zurückgegangen. Jetzt sei die Situation anders. Er wolle dranbleiben. Diese Aussage ging mir runter wie Honig. Die Entlastung, die ich in dieser Zeit spürte, war enorm. Ich blieb in Kontakt mit meinem Sohn, auch zur Organisation des zweiten Aufenthaltes und der anschließenden Langzeittherapie. Ansonsten hielt ich mich weitgehend raus. Keine Wäsche waschen, kein gemeinsames Aufräumen, weniger Treffen. Zwischendurch gemeinsame Essen. Ich merke deutlich, wenn er weniger konsumiert oder ganz clean ist. Er ist präsenter, klarer, sein Blick wird wacher, Gespräche haben wieder Tiefe. Sein Humor kommt zurück. Es ist, als würde mein Sohn wieder auftauchen, Schicht für Schicht, Stück für Stück. Sein ursprüngliches Wesen, das lange unter der Sucht verborgen war, schält sich langsam heraus. Nicht spektakulär, einfach er. In diesen Momenten wünsche ich mir so sehr, dass er bleibt, dass dieser Zustand nicht nur eine Phase ist. Es ist schön, das zu erleben und gleichzeitig bitter, weil es zeigt, wie viel die Sucht überdeckt. Bevor die Zeit mit den Aufenthalten ruhiger wurde, gab es Momente, die noch sehr herausfordernd waren. Rückblickend zeigt sich, dass er damals mit ganz alltäglichen Dingen oft überfordert war. Und manchmal ging das ordentlich schief. Seine Zimmertür im betreuten Wohnen hat er kaputt gemacht. Nachdem er sich nachts um 2 Uhr ausgesperrt hatte, ein kurzer WC-Gang ohne Badge, brach er die Türe mit Gewalt auf. Ein anderes Mal ging der Schlüssel nicht, auch da musste er Gewalt anwenden. Besser wäre es gewesen, den Piketdienst anzurufen. Nach einiger Zeit haben wir uns gemeinsam darum gekümmert, dass die Türe wieder richtig schloss. Das ist gut gelungen, alleine wäre er damals damit überfordert gewesen. Die Geduldsspanne ist bei Menschen mit Suchtproblemen und ADHS oft klein. Die Frustrationstoleranz ebenfalls. Wegen der nicht richtig schließenden Türe hat er Angst, dass jemand stiehlt. Einer seiner Lieblingspullis hat er bereits verloren, seinen Scooter ebenfalls. Eine Hausratversicherung hat er nicht. Aus dieser Angst heraus installierte er eine Kamera. Er brachte sogar einen Hinweis an der Zimmertüre an. Den Feueralarm hat er ebenfalls schon ausgelöst. Davon erfuhr ich über den Leiter der Institution. Mitten in der Nacht musste ein Securitas aufgeboten werden. Das wurde teuer. Nur 2 Wochen nach seinem Eintritt erhielt ich eine Mail im CC. Mit der Information, dass der Rauchmelder manipuliert wurde und deshalb ersetzt werden musste. Ebenfalls sei riechbar gewesen, dass im Zimmer geraucht wurde. Er wurde ermahnt. Die Version meines Sohnes war eine andere. Ich erinnere sie nur noch vage. Mein Gehirn ist oft überlastet von solchen Geschichten. Eigentlich müsste ich alles sofort aufschreiben. Das tue ich inzwischen vermehrt, seit es meinen YouTube-Kanal gibt. Was mir geblieben ist, er sagte, alle würden in ihren Zimmern rauchen.
Diese Zeit war herausfordernd. Ich habe wieder einmal gemerkt, wie viel leichter er Probleme löst, wenn er fitter ist, als wenn er im normalen Konsumverhalten lebt. Wie sehr alltägliche Dinge Menschen mit Suchtproblemen überfordern können. Sie zeigen aber auch Momente, in denen wir zusammen Lösungen fanden. Und Unterstützung, Geduld und klare Strukturen sind sehr wichtig, selbst bei scheinbar alltäglichen Problemen. Geduld. Wo braucht ihr Geduld? Schreibt mir und danke fürs Dabeisein. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich gehe jetzt ins Fitness.